Und los geht's in den Urlaub. Yay. 5:30 Uhr morgens, Frankfurt. Merkt ihr, wie ich gleich vor lauter Enthusiasmus explodiere? An alle, die jeden Tag um 5 aufstehen müssen, ihr seid für mich wahre Helden. Um ehrlich zu sein, wir hatten vor dem Urlaub beide ziemlich intensive Tage in der Arbeit und hatten diesmal nur einen Abend, um uns auf die Reise vorzubereiten. Wir haben heute Vormittag sogar noch ein bisschen gearbeitet. Es war hektisch, wir sind müde und noch nicht wirklich in einer Urlaubsstimmung. Für alle, die schon vergessen haben, wie ein Regen aussieht, in Österreich regnet es und das sogar ziemlich ordentlich. Wir sind zurück. Ja, wir sind wieder zurück. Diesmal melden wir uns aus Slowenien. Wir sind heute Morgen losgefahren. Einen kleinen Zwischenstopp in München und dann weiter nach Slowenien. Und uns führt es morgen nach Serbien. Ja, diesmal ist Serbien dran und ja, wie ihr seht, es ist sehr elegant heute. Wir fährt sehr elegant nach Serbien. Ich wollte mich ein bisschen schick machen für den Campingurlaub. Im Ernst, ich hatte noch einen Termin in München, deshalb noch das Hemd. Das ändert sich ab morgen. Das ändert sich schon ab heute Abend. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, jetzt schon, weil wir drin sitzen, aber wir haben ein anderes Auto. Wir sind nämlich zurück zum Passat gekehrt. Jetzt ist kein X7 mehr. Die Details zeigen wir euch in einer weiteren Folge. Wenn ihr alle Folgen von unseren Reisen gesehen habt, erinnert ihr euch vielleicht, dass wir bereits vor 3 Jahren schon mal im Passat unterwegs waren und das wunderbar funktioniert hat. Diesmal haben wir allerdings etwas Besonderes vor in Sachen Schlafgelegenheit. Mehr dazu kann euch Joanna sagen. Wir haben überlegt, auf dieser Reise in Hotels zu schlafen, also nicht mehr im Auto. Aber wir haben entdeckt, dass die Sitze hier im Passat ganz weit nach hinten gehen, also die Rücklehnen kann man komplett aufklappen, sodass man praktisch komplett flach liegen kann, fast. Und das wollen wir ausprobieren, also schlafen auf eine neue Weise. Mal sehen, wie bequem das wird. Wir gestalten die Vordersitze noch etwas um, Ja. mit etwas Zubehör und testen, wie komfortabel das ist. Hinten im Kofferraum ist diesmal kein Platz und wir haben keine Matratze mit. Lasst euch überraschen, wir lassen uns auch überraschen. Kurz vor 18 Uhr sind wir schon in Slowenien und suchen ein lokales Restaurant, um Abendessen zu essen. Ich habe eins gefunden, nur Fisch wird hier serviert. Direkt am Restaurant befinden sich 3 kleine Fischteiche, an welchen besonders faule Angler angeln können. Wie wir aber erfahren haben, kein Fisch im Restaurant kommt von hier. Was interessant ist, nicht weit gegenüber von diesem Restaurant befindet sich ein anderes Restaurant, wo man nur Schnitzel essen kann. Wenn man kein Filet bestellt, bekommt man einfach einen Fisch im Ganzen. Aber beides war einfach köstlich. Den Kartoffelsalat können wir auch empfehlen. Sieht nicht mega appetitlich aus, ist aber sehr lecker. Guten Appetit. Wir waren gerade erstmal etwas essen hier und jetzt suchen wir uns gleich einen Schlafplatz. Schaut euch an, wie schön es hier ist. Wir kreisen in der Gegend auf der Suche nach einem Schlafplatz. Letztendlich finden wir eins, 50 Meter von dem Fischrestaurant entfernt.
An diesem Abend haben wir gar nichts mehr aufgenommen. Wir waren todmüde nach so vielen Stunden Fahrt und einfach gar nicht in der Stimmung dazu. Und so haben wir heute geschlafen. Guten Morgen. Guten Morgen. Okay, bei Joanna ist der Morgen noch nicht ganz angebrochen. Auf jeden Fall sind die Sitze sehr weit hinten. Und Joanna mit ihrer Größe passt wunderbar darauf. Wahrscheinlich haben wir es so hier gemacht irgendwie. Ich glaube schon, ja. Das ist voll knapp. Ist cool gewesen, X7. Mit dieser Ladekappe, wo man es draufsetzen konnte, Frühstück machen konnte, was auch immer. Hier ist ein bisschen unschön. Ich habe jetzt nicht besonders gute Laune. Ich bin immer noch schläfrig, weil wenn man so schläft, dann wird man wach. Immer wenn man sich umdreht, weil man irgendwie im Kopf hat, dass man denken muss, wo die Knie sind und Füße und Ellenbogen, weil man nicht viel Platz hat. Mein Kopf tut weh. Wir haben in denselben Klamotten geschlafen, in denen wir gestern waren. Gerade fühle ich mich unkomfortabel, einfach nur. Aber vielleicht später wird es besser. So, jetzt konnte ich mein Gesicht waschen und fühle mich gleich viel besser. Ich denke, das wird ein guter Tag. Man muss den nur beginnen. Also jetzt ist es schon fast ganz gut. Wir haben Toilette gefunden. Ich habe Haare gekämmt. Wir haben Zähne geputzt. Und so weiter. Und jetzt nur noch neue Klamotten. Und alles ist gut. Und wir fahren heute. Hoffentlich schaffen wir es durch ganz Kroatien. Und heute noch landen wir in Serbien. Diesmal reisen wir minimalistisch. Das ist alles, was wir haben. Eine Decke, 2 solche Kissen. Und zwar, die sind nicht dafür, um drauf zu schlafen. Also schon, aber nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Po. Weil die Sitze hier, so, wenn man sie aufklappt, haben sie hier so einen Sprung. Und das ist, um das auszugleichen. Haben noch 2 normale Kissen mit. Und 2 solche ganz dünne Decken, die haben eigentlich gereicht bis ungefähr, weiß nicht, 4, 5 Uhr. Dann wurde es ein bisschen zu kalt und wir mussten die dicke Decke rausholen. Langsam merken wir, was wir alles vergessen haben. Zum Beispiel die Mikrofone. Ihr müsst euch also leider darauf einstellen, dass der Ton in den weiteren Videos wahrscheinlich nicht immer super gut wird. Sorry. Wir haben auch die Powerbank nicht mit, werden also uns etwas ausdenken müssen, wie man die GoPro unterwegs laden kann. Wir sind jetzt von Slowenien nach Kroatien eingereist. Der Grenzübergang ist super, Schengen und so weiter, fährt man einfach durch. Und ungefähr 300 Meter, 200 Meter nach dem völlig unkomplizierten Grenzübergang steht die Autobahnmautstelle und möchte 90 Cent haben für die 300 Meter. Dafür kostet der Sprit hier nur 1,38 €, super 95. Lohnt sich.
der wenig erholsamen Nacht und ein paar Stunden monotoner Autobahnfahrt werden wir beide so schläfrig, dass wir unsere Fahrt kurz unterbrechen müssen. Ein wenig Bewegung tut uns aber gut. Vor der Grenze zwischen Kroatien und Serbien, die gleichzeitig auch EU-Grenze ist, stehen Dutzende LKWs. Normalerweise schimpfen wir unterwegs über die LKW-Fahrer, weil sie meistens durch ihre Fahrweise die größte Gefahr auf den Autobahnen verursachen. Aber die armen Leute hier, die in der Hitze Stunden oder vielleicht sogar tagelang warten müssen, tun uns sehr leid. Und da es bei dieser Hitze ohne den laufenden Motor oft nicht geht, ist es auch bei so vielen Lastwagen schade für die Umwelt. Für uns läuft es an der Grenze sehr gut. Erst die EU-Außengrenze und kurz danach die serbische Grenze. Alles wunderbar. Auf der anderen Seite sieht man genauso viele LKWs, die wiederum darauf warten, in die EU reinfahren zu dürfen. Wir sind jetzt in Serbien und natürlich just waren wir offline, weil das leider noch nicht zur EU gehört. Also haben wir uns eine Prepaid-Karte besorgt. Johanna hat sie in der Hand. Yettel, was auch immer Yettel ist. 50 GB Traffic für 8,50 € ungefähr. Dann haben wir hier einen mobilen Hotspot, den wir immer im Auto haben eigentlich. Und der hat den Vorteil im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dass man hier sogar auf dem Display, auf dem Touchscreen SMS verschicken kann. Und damit musste man einfach nur an die Nummer 9000 das Wort Start verschicken. Und schon wurde die SIM-Karte aktiviert. Und sofort waren wir online. Sofort waren wir online und fertig. Wenn euch dieses Gerät interessiert, das ist wirklich praktisch, auch für Hotels etc. Das ist ein Netgear M5, hat 5G, hat einen Akku, der irgendwie 24 Stunden hält, lässt sich per USB-C laden, kann auch mit externen Antennen versorgt werden. Ja, wir sind online und fahren weiter. Wir fahren in die ersten serbischen Ortschaften. Sie beeindrucken uns nicht wirklich. Es sieht aus wie in Polen vor 30-40 Jahren. Und in manchen polnischen Dörfern und Städtchen sieht es immer noch so aus. Ich habe ein kleines Hotel in Sremska Mitrovica rausgesucht. Nachdem wir laut Google zweimal daran vorbeigefahren sind, parken wir in der Nähe und suchen es mal zu Fuß. Die Gebäude sehen sehr interessant aus. Ein bisschen Serbien und ein bisschen wie in Kambodscha. Schwer zu sagen. Das soll das Hotel sein, was Johanna rausgesucht hat.
Im Zimmer riecht es nach Zigaretten, aber alles Notwendige ist da. Google sagt, dieses Hotel ist ein 4-Sterne-Hotel. Wir wollen uns gar nicht vorstellen, wie 2 Sterne aussehen. Wir haben 3 Schlüssel bekommen. Kein Schlüssel passt, beziehungsweise mit keinem kann ich es rumdrehen. Wie denkt man das? Man muss die Klinke nach oben drücken, um verschließen zu können. Nachdem wir unsere wichtigsten Sachen ins Hotelzimmer gebracht haben, beginnen wir mit einer kleinen Besichtigung der Ortschaft. Sremska Mitrovica ist eine eher kleine Stadt, in welcher ca. 40.000 Einwohner leben, und obwohl sie eher unscheinbar aussieht, ist ihre Geschichte sehr lang und reich. Zum Beispiel 10 römische Kaiser wurden hier geboren. In der Nähe befinden sich auch antike römische Ruinen. Wir wollten beim Bäcker eine Kleinigkeit holen für die morgige Wanderung und für sonstigen Appetit zwischendrin. Leider konnte man nicht mit Karte zahlen, also haben wir Bargeld abgeholt. Sieht viel aus. Man fühlt sich reich damit. Man fühlt sich direkt reich, aber es sind weniger als 50 Euro. Der Umrechnungskurs ist ungefähr 1 zu 117. Hinter mir seht ihr einen Stand mit salzigem Popcorn. Die gibt es hier überall. Wir kehren zu unserem Kambodscha-Viertel zurück und entscheiden uns, in dem Restaurant neben dem Hotel zu essen. Wir haben das Menü geöffnet und festgestellt, dass wir nichts lesen können. In solchen Situationen hilft uns normalerweise eine Übersetzung mit Hilfe von Google Lens. Diesmal war es jedoch nicht so einfach. Google hat uns zum Beispiel informiert, dass wir gefüllte Hühnerrüssel in einem Taschentuch essen können. Noch interessanter war ein gefüllter, geräucherter Kleiderbügel. Andere Vorschläge waren Druck des Tages oder Zahlung des Gehalts für 2 Personen. Das letzte fänden wir eigentlich gar nicht schlecht. Naja. Wie ihr seht, gibt es eine Schutzhülle für unsere Kameras. In diesem Fall hat Joanna aus ihrer Sockenschublade unterstützt. Der Vorteil ist, es passen kleine Kameras und größere Kameras und Joannas Füße in die Socken. Wirklich praktisch. Wir haben uns eine 360-Grad-Kamera ausgeliehen. Wie ihr seht, gibt es dazu noch einen Selfie-Stick, wobei Selfie-Stick sicherlich nicht die richtige Bezeichnung ist für einen 3 Meter langen Carbonstab. Die eine oder andere Aufnahme werdet ihr in unseren Filmen damit sehen. Schreibt gern mal in die Kommentare, ob es euch gefällt oder nicht. Wir sind noch nicht so ganz überzeugt, dass wir diese Kamera auch haben wollen dauerhaft. Wenn man 3 Meter ausfährt, merkt man erstmal, wie lang das ist. Und von eine 1000 Euro Kamera am Ende des Sticks hofft man nur, dass wirklich nichts schief geht, die Kamera abgeht oder der Stab irgendwo auseinanderbricht. Zum Glück hat alles funktioniert. Schaut euch die Ergebnisse an. Auf jeden Fall gibt es Perspektiven, die man normalerweise so nicht erreichen würde. Das Essen war sehr lecker, besonders die Fischsuppe, und völlig ausreichend.
Wir haben ziemlich lang dort gesessen und die Umgebung genossen. Danach sind wir ins Hotel gegangen und haben den Tag beendet. Wenn ihr in der nächsten Folge erfahren wollt, was der teuerste Käse der Welt ist und von welcher Burg aus man bis nach Rumänien schauen kann, dann bleibt dran, abonniert unseren Kanal und folgt uns auch im nächsten Teil. Tschüss, sagen Jens und Joanna.